Hi Leute, ich grüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr im Hintergrund vielleicht schon sehen könnt, das neue Familienmitglied ist am Start. Meine Kawasaki Z900, frisch vom Werk, 0 Kilometer gefahren, als ich sie mir besorgt habe. Mittlerweile habe ich 350 Kilometer ungefähr drauf, aber dazu gleich mehr. In diesem Video möchte ich euch kurz die Z900 vorstellen, so ein paar technische Details, ein bisschen was zum Einfahren, was ich an diesem Motorrad noch machen möchte und vieles mehr. Also, bleibt dran! Wie ihr gerade schon gesehen habt, das ist mein neues Schätzchen. Ich musste circa einen Monat auf dieses Motorrad warten, denn es musste erst bei Kawasaki produziert werden und es gab keins beim Motorradhändler, was aussieht wie das. Es gab zwar eine Maschine da, aber die hatte zwischen den schwarzen auch weiße Elemente. Das fand ich aber nicht so cool. Ja, ich habe mich für die schwarze mit dem grünen Rahmen entschieden, denn die hat mir persönlich am besten gefallen. Natürlich kann jeder für sich selbst entscheiden, was er für ein Motorrad holt, aber mein Geschmack hat diese Maschine getroffen, ja, mit diesen grünen Akzenten, ja, den grünen Rahmen. Auch am Reifen sehen wir die grünen Akzente. Das hat mir schon sehr, sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Das hier ist allerdings nicht mein erstes Motorrad. Ich habe meinen Motorradführerschein schon seit 2009. Damals hatte ich als Anfangsmotorrad eine Suzuki GS 500, hieß sie, glaube ich, mit sagenhaften 56 PS, halt ein Anfängermotorrad. Ich muss sagen, das hat mir auch nicht geschadet, die zu fahren. So konnte ich mich halt ein bisschen einfahren mit weniger PS und sicherer, anstatt mit direkt irgendwie ein Motorrad mit 100 PS oder so. Also für jeden Anfänger kann ich nur empfehlen, holt euch erst ein kleines Motorrad, beziehungsweise mit wenig PS-Zahl. Es kann wirklich nicht schaden. Und dann 2010 ist in meinem Bekanntenkreis ein Unglück geschehen. Einer meiner besten Kollegen ist 2010 leider durch einen Motorradunfall verunglückt, wodurch ich und auch meine anderen Kollegen gesagt haben, dass wir es erstmal dann sein lassen mit dem Motorradfahren. Das hat dann 3 Jahre gehalten. 2013 habe ich mir dann mein zweites Motorrad besorgt. Und zwar eine Suzuki GSX-R 750 K7. Ich muss sagen, damals, 2013, das ist jetzt ja 9 Jahre her, da war ich 25. Da konnte ich sowas noch fahren, ohne Probleme, auch längere Strecken. Dieses Motorrad habe ich dann aber auch nach kurzer Zeit wieder verkauft, weil das meiste Zeit einfach unten in der Garage rumstand und dafür fand ich das zu schade. Mein drittes Motorrad war dann letztes Jahr die GSX-R 600, die L1 von 2011. Die habe ich dann von einer Kollegin gekauft. Es war ein Unfallschaden. Sie ist auf den Grünen ausgerutscht und da war die ganze linke Seite Schrott, sag ich mal, die Verkleidung. Alles andere war in Ordnung. Diese habe ich dann repariert und dann auch gefahren, bis ich dann gemerkt habe, dass Supersportler nichts mehr für mich ist. Denn bei längeren Fahrten hatte ich Probleme mit meinen Händen und dieses sportliche Sitzen, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Also habe ich mich dann dazu entschieden, von den Supersportlern weg und zu den Super Naked Bikes zu gehen. Dieses Motorrad hat völlig meinen Geschmack getroffen. Also ich habe mich schon letztes Jahr darin verliebt. Neu kostet dieses Motorrad, das ist eine Standardausführung, ca. 10.200 €. Ich habe mich auch erst nach einer Gebrauchten umgeguckt, aber preismäßig tut sich da irgendwie überhaupt nichts. Die Gebraucht hat ca. 9.500 € gekostet, mit 6.000 Kilometern gelaufen. Und alle anderen, die es auf diesem Internetportal gab, waren ungefähr im gleichen Preissegment. Also habe ich mir gedacht, wieso soll ich mir ein Gebrauchtes für fast das gleiche Geld holen, wie ein neues kostet? Das macht keinen Sinn. Und somit, ja, habe ich sie mir geholt. Nun zu den technischen Details. Das Motorrad hat 125 PS, eine Spitzendrehzahl von ungefähr 9.500 Umdrehungen die Minute, einen Hubraum von 948 Kubik. Leider konnte ich dieses Motorrad aber noch nicht voll aufdrehen, denn wenn man ein neues Motorrad kauft, muss man es erstmal einfahren. Und da gibt es verschiedene Ansätze, wie Leute die Motorräder einfahren. Laut Benutzerhandbuch sollte man die ersten 350 Kilometer ungefähr bis 4.000 Umdrehungen drehen, maximal, bis zum ersten wichtigen Ölwechsel bei 1.000 Kilometer. Wichtig ist dieser Ölwechsel deswegen, weil in den ersten 1.000 Kilometern, wo man dieses Motorrad fährt, sich eventuelle leichte Späne bilden können, die sich dann im Filter festsetzen. Die Kolben, die reiben ja in den Zylindern und die reiben sich dann so gesehen auch ein. Das heißt, man sollte das Motorrad deswegen auch nicht überstrapazieren am Anfang, damit man nicht nachher einen Motorschaden riskiert. Bei den neuen Motorrädern ist es auch so, wenn man jetzt einen Motorschaden hätte, könnte Kawasaki nachher genau prüfen, wie und wann welche Drehzahlen gefahren wurden. Und wenn man die ganze Zeit über 6.000 oder immer im Anschlag fährt,
ja, kann Kawasaki das nachvollziehen und somit ist dann auch die Gewährleistung nicht mehr gegeben. Man hat den Motorschaden, man bleibt auf den Kosten sitzen, ja, und das Motorrad ist Schrott. Das wären dann so ungefähr 10.000 Euro für die Katz gewesen. Und sowas will man natürlich auf jeden Fall vermeiden. Deshalb gibt es natürlich die Herstellervorgaben, die man eigentlich auch einhalten sollte. Jetzt zum Motorrad. Die Frontbeleuchtung ist Full LED. Das heißt, hier ist das Tagfahrlicht, hier oben ist das normale Abblendlicht und unten drunter das Fernlicht. Alles aus LED. Hier sehen wir noch die beiden Standardblinker, die Standardspiegel. Das ist der Motor. Das ist für das Öl die Öffnung. Dort haben wir ein kleines Sichtfenster fürs Öl. Natürlich jetzt, weil das Motorrad auf der Seite gekippt ist. Ja, ist ja ganz klar, dass das Öl nach hinten weggeflossen ist. Außerdem haben wir hier den Standardauspuff. Hier ist, wie gesagt, alles noch Standard. An diesen Streifen hier, rot-blau, hier war auch noch ein weißer, können wir auf jeden Fall erkennen, dass die auch neu sind. Ich habe schon mal so ein bisschen die Angstdrille angetestet. Aber noch traue ich mich nicht, hier so ganz irgendwie knieschleifend über die Landstraßen hier zu brettern. Auch hier der Sozius ist Standard. Ne, hier sind die Sozius Fußrasten. Hier ist das Rücklicht auch aus LED komplett. Und dann dieser lange Nummernschildhalter hier. Gefällt mir an sich nicht so gut wie Versionen, die es extra dafür gibt. Also so kurzes Nummernschildhalter. Diesen kurzen Nummernschildhalter möchte ich kaufen mit Laufblinker. Aber ich habe mich dazu entschieden, nach und nach die ganzen Dinge an dem Motorrad zu optimieren, so wie ich es haben möchte. Das Ganze ist natürlich auch mal eine Frage des Geldes und 10.200 Euro für so ein Motorrad ist ja nicht gerade wenig, ne? Also wie gesagt, als erstes der Nummernschildhalter dran. Als nächstes dann die Spiegel dran. Da möchte ich mir ein bisschen kleinere, ja so ein bisschen edler sehen die aus, möchte ich mir dann holen. Und auch die Blinker vorne sollen ersetzt werden durch Laufblinker. Das Ganze wird so roundabout, ja, was habe ich ausgerechnet, 300, 400 Euro kosten. Dann der nächste Step ist der Auspuff. Ja, also schlecht finde ich ihn jetzt nicht. Nur der Sound lässt ein bisschen zu wünschen übrig, meiner Meinung nach. Für dieses Motorrad gibt es extra einen Auspuff von Akrapovic, extra für die Z900. Der kostet auch ca. 700 Euro. Was mir ebenfalls gefällt, ist dieser TFT-Monitor. Ja, man macht den an und dann ist auch schon der TFT-Bildschirm an. Wie wir sehen können, habe ich mittlerweile 360 Kilometer gefahren. Der Tank ist gerade noch halb voll. Und das hier ist die Drehzahlanzeige. Und wenn man diesen Knopf nach oben gedrückt hält, kann man sehen, wie sich in der oberen linken Ecke auf dem TFT die Fahrmodi ändern. Jetzt zum Beispiel haben wir den Fahrmodi Rain. Also das heißt, wenn man auf nasser Strecke dann fährt, packt die so ein bisschen weicher und das Wegrutschen des Hinterrades beim Gas geben ist halt somit ein wenig geringer. Dann gehen wir über in den Modi Road, das ist das ganz normale Fahren. Und wenn wir nochmal gedrückt halten, in Sport. Sport ist halt, wie der Name schon sagt, so richtig schönes sportliches Fahren. Dann wird der galliger, der Gasgriff, sage ich mal. Ich selber fahre meistens in den Modus Road, weil ich jetzt nicht so der Heizer bin, war ich damals nicht, werde ich heute auch nie sein. Also ich bin eher so der schnelle, aber auch gemütliche Fahrer. Ne? Also jetzt nicht knieschleifend hier durch die ganze Walachei und alles ausreizen. Das ist noch nie so mein Fall gewesen. Wenn wir den Fall einmal kurzzeitig drücken, dann wechseln wir in diesen verschiedenen Modis. Das ist jetzt der Gesamtkilometerstand der Maschine, 360 Kilometer. Das ist mein Trip A, den habe ich nicht gelöscht, weil ich brauche es ja nicht. Für andere natürlich interessant, aber für mich irrelevant. Dann Trip B ist dasselbe und das war es dann schon da drin. Wenn wir den Pfeil nach unten drücken, kommen wir auf Average Speed, also Durchschnittsgeschwindigkeit ist jetzt bei mir 40 km/h. Die totale Zeit, die ich gefahren bin, ist 9 Stunden und 10 Minuten. Ja, die Batterie, wie viel Volt die hat im Moment? 12,2 Volt. Und das ist jetzt gestrichelt. Wenn man fährt, sieht man dort aber den Verbrauch, den man gerade hat, wenn man am Fahren ist. Und dann drücken wir wieder mal nach unten, kommen wir auf die Durchschnittsliterzahl, die verbraucht wurden. Ja, man sieht, ich fahre das Motorrad ein. Ich verbrauche ca. 6,5 Liter auf 100 Kilometer. Wenn wir noch weiter runter gehen, sehen wir die Range. Die kommt auch erst zum Vorschein, wenn ich mit diesem Motorrad fahre. Da sehe ich noch, wie viele Kilometer ich ungefähr habe, bis ich das nächste Mal tanken muss. Was ich auch natürlich sehr hilfreich finde, ist die Uhrzeit da unten. So hat man die Uhrzeit immer im Blick. Man muss nicht irgendwie aufs Handy gucken oder den nächsten Kirchturm vorbeifahren. So hat man das natürlich alles schön im Sichtfeld. Das nächste, was ich mir ebenfalls noch besorgen möchte, ist eine Handyhalterung, die ich dann hier ans Lenkrad mache, wo ich dann mein Handy einspannen kann
und als Navigationsgerät benutzen kann. Außerdem wird noch ein USB-Steckplatz, der von der Batterie nach vorne gelegt wird mit Schalter. Mit Schalter deswegen, damit dieser USB-Steckplatz dann die Batterie nicht leer zieht, ne? Dass ich das dann immer ausmache und kein Strom von der Batterie abgezogen wird. Dann haben wir hier unten noch einen Steckplatz für den Schlüssel. Damit kann man dann den Sozius abmachen. Diese Abdeckung wird wahrscheinlich auch noch gewechselt werden, denn ich möchte mir hier hinten eine Klappe drauf machen, die clean ist. Ja. Um hier an die Batterie zu kommen, zieht man das nach oben. Dann kann man den Hauptsitz abmachen und hier drunter befindet sich dann die Batterie mit Sicherungen und alles drum und dran. Die Herausforderung bei dem USB-Steckplatz liegt da dran, das Kabel ordentlich von der Batterie rüber unter den Tank und so weiter her bis irgendwo nach hier vorne, wo ich den dann anbringen werde. Das wird auf jeden Fall eine ganz, ganz schöne Fummelarbeit. Aber wie gesagt, das muss alles ordentlich verlegt werden. Das kann ja nicht das Kabel ja nicht irgendwo außen rumlegen und das sieht dann scheiße aus, ne? Tun wir den Sitz wieder drauf. Als Reifen habe ich den Dunlop Road Sport 2 180 55 R17 oder ZR17 besser gesagt. Das ist die Standardausführung der Reifen, die vom Werk aus schon drauf sind. Ich muss sagen, bisher, ich bin jetzt noch nicht so krass gefahren, aber bisher bin ich mit diesen Reifen sehr, sehr zufrieden. Vorne haben wir das Gegenstück dazu, auch ein Dunlop. Das ist aber ein 120 17 ZR17. Natürlich ist er nicht so breit wie der Hinterreifen. Des Weiteren gibt es, wie bei jedem Motorrad, natürlich hier die Knöpfe für Fernlicht, Abblendlicht. Das haben wir gerade gesehen, ist für die Menüführung von dem Motorrad. Hier ist natürlich der Blinker, die Hupe und Warnblinklicht. Auf der anderen Seite gibt es dann noch die Lichthupe. Hier an dem Rädchen kann man die Stärke einstellen von dem Kupplungshebel. Ich habe es jetzt auf 5 stehen. Auf 1 war es mir ein bisschen zu labberig, also das hat mir nicht gefallen. Auf der anderen Seite gibt es den Behälter für die Bremsflüssigkeit mit Schauerglas. Hier ist die Bremse auch wieder einstellbar. Mit diesem Knopf starten wir das Motorrad und das hier ist der Notaus. Den habe ich in meinem Leben bisher nicht einmal verwendet. Also ich brauche ihn nicht. Mir wurde auch abgeraten vom Händler, diesen zu oft zu benutzen. Alles in allem ist die Kawasaki Z900 aus dem Baujahr 2022 sehr gelungen. Es lässt sich sehr leicht und easy fahren. Die Sitzposition ist ebenfalls von Vorteil. Man sitzt hier jetzt nicht stocksteif drauf. Man sitzt aber auch nicht sportlich, man sitzt einfach, ja, so ganz normal, wie man sitzt, ne? Also längere Touren mit diesem Motorrad sind auf jeden Fall meiner Meinung nach möglich. Ein Unterschied von dem Z900er Modell vom Jahr 2021 gibt es, glaube ich, nicht. Optisch sieht das alles gleich aus, halt nur die Jahreszahl ist anders. Was ich letztes Jahr und dieses Jahr gemerkt habe, ist, dass diese Motorräder echt sehr beliebt sind. Letztes Jahr hat man um diese Zeit, wir haben jetzt Mai, überhaupt kein Motorrad dieser Art mehr bekommen. Neu auf jeden Fall, gebraucht wahrscheinlich. Dieses Jahr war es genauso. Ich musste 1 Monat lang auf das Motorrad warten, dass ich es hatte. Wie gesagt, ich fahre das Motorrad jetzt ein. 650 Kilometer habe ich noch, bevor ich dann zum ersten Ölwechsel bzw. zur ersten kleinen Inspektion muss. Ich hoffe, das Motorrad läuft noch lange, so wie es jetzt gerade läuft, wie ein Uhrwerk, sag ich mal. Ansonsten gibt es zu dem Motorrad von meiner Seite aus nicht mehr viel zu sagen, außer dass es von mir die 10 von 10 Sterne bekommt. Ich habe mich wirklich in dieses Motorrad verliebt. Es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Bike. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen da. Und es wird bei Zeiten mehr Videos von mir und meiner Kawasaki geben. Vielleicht mal bei einem Ausritt. Vielleicht mal, wenn ich mal irgendwo unterwegs bin oder sonst was. Werde ich es für meinen Kanal hochladen. Dieses Video wird sonntags kommen. Also sonntags kommen jetzt meine Videos, die nichts mit meinen Lost Place Videos zu tun haben. Ich werde sie einfach mal auf meinen Kanal hochladen. Und ich hoffe, dass diese Videos auch gut ankommen bei euch. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Lost Place Video am Freitag. Bis dahin, alles Gute. Bleibt stabil und negativ.